gesponsert von Brilliant. Diese winzige Komponente steuert den Strom, wenn du sie richtig anschließt. Das hier ist ein Transistor und das hier ist ein MOSFET. Ingenieure verwenden sie praktisch in jeder einzelnen Schaltung und Anfänger verwechseln sie ständig. Es hilft nicht, dass manche MOSFETs genauso aussehen wie Transistoren und wenn du den falschen auswählst, entweicht magischer Rauch. Wie kann man sie also auseinanderhalten? Und sind MOSFETs und Transistoren einfach nur Relais? Nun, auf den ersten Blick ja, irgendwie schon, denn sie schalten alle Dinge ein und aus, aber diese beiden können noch viel mehr. Lass es mich erklären. Ein Relais ist mechanisch. Es bewegt physisch Metallkontakte. Deshalb macht es diese befriedigenden, altmodischen Klickgeräusche. Im Inneren haben wir eine Drahtspule. Wenn Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das einen federbelasteten Arm anzieht und einen anderen Stromkreis schließt. Wenn wir den Strom abschalten, bricht das Magnetfeld zusammen. Die Feder zieht den Arm zurück und der Stromkreis öffnet sich wieder. Einfach. Relais sind genial, weil ein winziger Strom einen viel größeren Strom steuern kann. Zum Beispiel kann ein temperaturgesteuerter Sensor mit Gleichstrom einen gefährlichen, mit Wechselstrom betriebenen Ventilator einschalten. Das ist äußerst nützlich, es sei denn, man braucht Geschwindigkeit. Ein Relais kann vielleicht ein paar Mal pro Sekunde schalten, aber ein Computerprozessor schaltet Milliarden Mal pro Sekunde. Ein Relais, das versuchen würde, würde wie ein Maschinengewehr klingen, bevor es sich selbst zerstört. Also brauchten Ingenieure etwas Schnelleres, viel Schnelleres. Die Lösung? Der Bipolartransistor, kurz BJT, obwohl die meisten Leute ihn einfach Transistor nennen. Das hier ist auch ein BJT-Transistor. Er lässt sich nur leichter öffnen, denn wenn wir hineinschauen, sehen wir nur ein winziges Stück Halbleitermaterial. Es gibt keine Federn, keine beweglichen Teile, nur billige Alien-Technologie. Aber wo ist der Rauch? Ah, da ist er ja. Das Halbleitermaterial ermöglicht es Transistoren, unglaublich schnell zu schalten und sie verschleißen nicht, es sei denn, man macht einen Fehler, den sie dann mit einem kleinen Feuerwerk feiern. Transistoren haben normalerweise 3 Anschlüsse, Emitter, Basis und Kollektor. Ganz einfach, außer dass die Anschlussreihenfolge je nach Bauteil unterschiedlich ist. Oh, und dieser hier hat nur 2 Anschlüsse, aber den ignorieren wir jetzt einfach mal. Zum Glück drucken die Hersteller lange Teilenummern in winziger Schrift auf die Vorderseite. Diese lassen sich nicht vergrößern, also muss man manuell heranzoomen, dann das Gesicht verziehen und das Bauteil ein paar Mal kippen, damit man es erkennen kann, und anschließend muss man noch das Datenblatt suchen, um die Reihenfolge der Anschlüsse herauszufinden. Oder man benutzt einen Bauteiltester, der das Bauteil und die Anschlüsse automatisch erkennt. Wie benutzt man also den Transistor? Nun, ein Transistor wird im Grunde dazu verwendet, den Strom in einem Stromkreis zu blockieren, bis man Strom an den Basisanschluss anlegt. Diese Ströme addieren sich, es gibt also keine Isolation zwischen den Stromkreisen, aber man kann eine Last ein- und ausschalten. Man kann damit sogar ein Relais steuern oder einfache selbststeuernde Schaltungen wie diesen LED-Blinker bauen. Eine einfache Möglichkeit, Transistoren zu verstehen, ist, sich vorzustellen, wie Wasser durch ein Rohr fließt. Wir können den Fluss mit einer Scheibe blockieren. Dann können wir ein kleineres Rohr an das Hauptrohr anschließen und darin ein Schwenktor anbringen. Wir können sie mit einer Umlenkrolle verbinden. Je weiter das Schwenktor geöffnet wird, desto weiter öffnet sich die Scheibe und desto mehr Wasser kann durch das Hauptrohr fließen. Aber das Schwenktor ist schwer, daher reicht eine kleine Menge Wasser nicht aus, um es zu öffnen. Es ist eine bestimmte Menge erforderlich, um das Tor aufzudrücken. Je mehr Wasser durch dieses kleine Rohr fließt, desto weiter öffnet sich das Tor und lässt mehr Strom im Hauptrohr fließen. Aber hier hören Transistoren auf, sich wie Schalter oder Relais zu verhalten, denn anstatt vollständig ein- oder ausgeschaltet zu sein, kann der Transistor teilweise geöffnet werden. Beachten Sie, dass ein kleiner Strom in der Lage ist, einen sehr großen Strom zu steuern. Das nennen wir Stromverstärkung. Verschiedene Transistoren haben unterschiedliche Verstärkungswerte, die im Datenblatt angegeben sind, und diese Bauteiltester können das ebenfalls für Sie schätzen. Er misst auch die Spannung, die benötigt wird, um den Transistor einzuschalten. Aber jetzt wird es interessant. Da der Transistor eine Verstärkung hat, können wir ihn zur Verstärkung von Signalen verwenden. Nehmen wir zum Beispiel ein Mikrofon. Es erzeugt winzige elektrische Signale, die viel zu schwach sind, um direkt einen Lautsprecher anzutreiben. Also schließen wir das Mikrofonsignal an den Basisanschluss an. Wenn sich die Mikrofonsignalspannung leicht ändert, führt das zu großen Änderungen im Kollektorstrom, sodass wir das Signal verstärken und den Lautsprecher antreiben können. Wir finden Transistoren auch in Class-B-Verstärkern. Hier arbeiten 2 Transistoren zusammen.
Einer übernimmt die positive Hälfte der Wellenform. Der andere übernimmt die negative Hälfte, wodurch der Verstärker die Lautsprecher effizienter antreiben kann. Aber beachten Sie, dass wir zwei verschiedene Transistortypen verwendet haben, den NPN und den PNP. Jetzt müssen wir darüber sprechen, was tatsächlich im Inneren dieser Bauteile passiert, denn im Inneren des Transistors ist jeder Anschluss mit einer Schicht aus Halbleitermaterial verbunden. Einige sind vom N-Typ, andere vom P-Typ. N-Typ bedeutet, dass das Silizium mit etwas wie Phosphor vermischt wurde, um zusätzliche Elektronen zu erzeugen. Elektronen sind negativ geladen, deshalb nennen wir das N-Typ. P-Typ bedeutet, dass das Silizium mit etwas wie Bohr vermischt wurde. Dadurch entstehen Löcher, in denen Elektronen Platz finden können, und diese betrachten wir als positiv. Deshalb nennen wir das eine P-Typ-Schicht. Wenn diese Materialien zusammengefügt werden, entsteht eine PN-Übergangsschicht und das erzeugt eine Barriere. Wenn wir eine Spannung in einer Richtung anlegen, verkleinert sich die Barriere und Strom kann fließen. Das nennen wir Vorwärtsspannung, Forward Bias. Aber wenn wir die Spannung umkehren, vergrößert sich die Barriere. Jetzt wird der Strom blockiert. In einem NPN-Transistor haben wir zwei solcher Übergänge, daher kann normalerweise kein Strom durch dieses Bauteil fließen. Aber wenn wir eine Spannung zwischen Basis und Emitter anlegen, bricht eine dieser Barrieren zusammen. Jetzt können Elektronen beginnen, durch den Transistor zu wandern. Wenn wir dann eine weitere Spannung zwischen Kollektor und Emitter anlegen, bricht auch die zweite Barriere zusammen und das ermöglicht den Stromfluss durch den Hauptstromkreis. Das war's. Jeder erkennt das als einen Transistor, aber tatsächlich ist das hier ein Spannungsregler und dieses Bauteil ist ein Infrarot-Emitter. Das ist ein JFET. Das ist eine Referenzspannung. Das hier ist ein SCR. Das ist ein Temperatursensor. Und das ist ein Triac. Sie sind alles völlig unterschiedliche Bauteile, die die gleiche Bauform verwenden, um den Herstellern Zeit und Geld zu sparen. Allerdings gibt es Transistoren in so vielen verschiedenen Gehäusen. Einige sind kleiner als ein Reiskorn. Wenn du eines davon fallen lässt, wirst du es nie wiedersehen. Sag mir, ob du die Transistoren auf diesem Foto erkennen kannst. Kommentiere unten für deine Chance, eine unserer Engineering-Tassen zu gewinnen. Wie auch immer, BJTs haben eine große Schwäche. Um den Transistor eingeschaltet zu lassen, benötigen wir einen kontinuierlichen Stromfluss in den Basispin. Wenn die Last groß wird, steigt auch der Basisstrom, was viel Energie verschwendet und viel Wärme erzeugt. Und Elektronik mag keine Wärme. Zum Glück kam der MOSFET, der alles veränderte. MOSFETs haben ebenfalls 3 Pins. Haben sie also die gleichen Namen beibehalten, um das Leben einfacher zu machen? Nein, sie haben sie Gate, Drain und Source genannt. Wie ein Transistor blockiert der MOSFET den Strom in einem Stromkreis, bis wir eine Spannung am Gate-Pin anlegen. Dann kann der Strom vom Drain zum Source fließen. Wir können MOSFETs verwenden, um Relais zu schalten. Wir können einfache Motorsteuerungen bauen oder sie mit Pulsen tausende Male pro Sekunde schnell ein- und ausschalten, was effizient zum Dimmen von Lichtern, zur Motorsteuerung und zur Steuerung von Schaltnetzteilen verwendet wird. Da sie so schnell mit sehr geringem Leistungsverlust schalten, sind alle modernen Elektronikgeräte auf sie angewiesen. Aber es gibt 2 Probleme mit MOSFETs. Erstens weigern sie sich manchmal auszuschalten. Das liegt daran, dass der Gate-Pin wie ein Kondensator wirkt. Er speichert elektrische Ladung. Wir können das sogar mit dem Komponententester messen. Wenn der MOSFET von aus auf einschaltet, strömt für einen kurzen Moment ein Schwall von Elektronen plötzlich in den Gate-Pin. Wenn wir das also an einen Mikrocontroller anschließen, kann dieser Einschaltstrom das Board beschädigen. Also fügen wir einen Widerstand hinzu, um den Strom zu begrenzen. Problem gelöst. Außer dass jetzt der Transistor eingeschaltet bleibt. Das können wir mit diesem einfachen Schaltkreis sehen. Die Lampe ist aus. Aber wenn wir das Gate-Kabel mit der 9-Volt-Versorgung verbinden, geht die Lampe an. Jetzt fließt Strom durch die Lampe. Einfach. Aber wenn wir das Gate-Kabel abziehen, bleibt die Lampe an. Das ist ein Problem. Der MOSFET speichert Ladung am Gate-Pin. Aber wenn wir das Gate mit Masse verbinden, kann der Pin entladen werden, sodass die Lampe ausgeht. Wie lösen wir das also? Nun, wir können kein Kabel direkt verwenden, denn das würde einfach einen Kurzschluss verursachen. Stattdessen verwenden wir einen Widerstand mit hohem Wert. Jetzt erhält das Gate die Spannung wie gewohnt, aber wenn der Controller abschaltet, fließt die gespeicherte Ladung ab. Problem gelöst. Eine einfache Möglichkeit, MOSFETs zu verstehen, ist der Vergleich mit Wasser, das durch ein Rohr fließt. Wir können den Fluss mit einer Scheibe blockieren. Auf einer Seite der Scheibe befindet sich ein Loch, sodass wir, wenn wir sie verschieben, das Wasser fließen lassen können. Die Scheibe ist federbelastet, daher ist sie normalerweise geschlossen.
Ein weiteres Rohr ist mit dieser Scheibe verbunden und das Rohr ist mit Wasser gefüllt. Wenn auf dieses Rohr ein geringer Druck ausgeübt wird, reicht das nicht aus, um die schwere Scheibe zu bewegen. Aber ab einem bestimmten Druck beginnt sich die Scheibe zu bewegen und lässt das Wasser fließen. Wenn der Druck steigt, bewegt sich die Scheibe vollständig zur Seite, sodass der Wasserfluss sein Maximum erreicht. Aber jetzt ist das Ventil blockiert, weil der Druck im Steuerrohr gespeichert ist. Wenn wir jedoch den Druck ablassen, bewegt sich die Scheibe zurück und stoppt den Wasserfluss. Im Grunde funktioniert der MOSFET genauso. Im Inneren eines MOSFETs befindet sich einfach ein winziges Stück Halbleitermaterial. Dieses besteht aus einem P-Typ-Halbleiter mit 2 N-Typ-Materialien. Beachten Sie, dass wir die beiden Materialien hier verbunden haben, sodass wir einen PN-Übergang haben. Der Drain ist mit der einen Seite verbunden und der Source mit der anderen. Der Body ist typischerweise mit dem Source-Pin verbunden. Dann befindet sich eine Schicht aus Siliziumdioxid-Isolierung über den Halbleitern. Darauf wird ein Metallkontaktpad platziert, das das Gate-Terminal bildet. Wenn eine Spannung am Gate-Pin angelegt wird, entsteht durch die Isolierung ein elektrisches Feld, ähnlich wie bei einem Kondensator. Dies ergibt den Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor, was viel zu lang ist. Daher nennen wir ihn einfach MOSFET. Wenn wir eine Spannung vom Drain zum Source anlegen, fließt kein Strom. Die Barriere blockiert den Weg. Aber wenn eine positive Spannung am Gate-Pin angelegt wird, wird durch den Isolator und in die P-Typ-Schicht ein elektrisches Feld erzeugt, genau wie bei einem Kondensator. Elektronen innerhalb der P-Typ-Schicht werden davon angezogen, aber sie können nicht hindurch. Je höher die Gate-Spannung, desto stärker wird diese Anziehung und zieht mehr Elektronen an. Einige der Löcher werden aufgefüllt, während andere abgestoßen werden. Diese Elektronen sammeln sich und beginnen, einen Kanal negativer Ladung zu bilden, weshalb er N-Kanal MOSFET genannt wird. Dieser Kanal ermöglicht es dem Strom vom Drain zum Source zu fließen. Der Punkt, an dem gerade genug Spannung am Gate angelegt wird, damit Strom fließen kann, wird als Schwellenspannung bezeichnet. Diese wird hier auch mit dem Bauteiltester gemessen. Um das Leben jedoch komplizierter zu machen, teilen sich MOSFETs auch die gleichen Gehäuse mit Bauteilen wie Spannungsreglern, SCRs, IGBTs, Triacs und speziellen Dioden. Außerdem gibt es MOSFETs auch in anderen Gehäusen und Größen, was es allerdings ermöglicht, dass unsere elektronischen Geräte unglaublich klein werden. Also, welches sollten wir verwenden? Nun, jedes löst ein anderes Problem. Relais eignen sich hervorragend, um Stromkreise sicher zu isolieren und Hochspannungswechselstromlasten zu schalten. Aber sie sind mechanisch, daher sind sie langsam, laut und nutzen sich schließlich ab. BJT-Transistoren lösen das Geschwindigkeitsproblem. Sie sind günstig, einfach und hervorragend für die analoge Verstärkung und grundlegende Schaltkreise geeignet. Aber sie benötigen einen kontinuierlichen Strom, der in den Basispin fließt, um eingeschaltet zu bleiben. Das verschwendet Energie und erzeugt Wärme, und das lösen wir mit MOSFETs, die eine Spannung am Gate-Pin verwenden, sodass fast keine Leistung benötigt wird, um sie zu steuern. Das macht sie extrem effizient. Sie schalten außerdem unglaublich schnell, erzeugen weniger Wärme und können riesige Mengen an Strom steuern, weshalb sie in modernen elektronischen Schaltungen dominieren. Das Problem ist, dass das Entwerfen solcher Schaltungen viel Mathematik erfordert, was schwer zu merken sein kann. Deshalb nutze ich Brilliant zum Üben, weil die Visualisierungen so klar sind. Aber hier unten ist Ihr neuer persönlicher Tutor, den ich um Hilfe gebeten habe, und er hat mit mir interagiert, mich mit Fragen geführt und alles Schritt für Schritt aufgeschlüsselt, bis ich das Problem selbst lösen konnte. Brilliant hat gerade ein völlig neues Lernerlebnis gestartet. Ein visuell interaktiver Tutor, der direkt mit dir auf dem Bildschirm sitzt. Es fühlt sich an, als hätte man einen superintelligenten persönlichen Tutor für Mathematik und Programmieren, der tatsächlich sieht, was du tust. Es zeichnet Diagramme, stellt leitende Fragen und passt sich in Echtzeit deiner Denkweise an. Es gibt dir nicht einfach die Antwort. Du lernst, indem du Probleme löst, nicht durch Auswendiglernen. Brilliant bietet Tausende von Lektionen zu Wissenschaft, Informatik, KI und Mathematik an. Mir gefällt, dass die praxisnahen Lektionen vollständig interaktiv durch Problemlösung sind, was das Lernen unterhaltsam macht. Und es gibt einen vollständigen Lehrplan, der von Experten entwickelt wurde, damit du alles erkunden und ein brillanter Ingenieur werden kannst. Ich denke, das wird dir auch gefallen und du kannst mit dem Tutor von Brilliant kostenlos starten, indem du auf den unten stehenden Link klickst oder den QR-Code scannst. Du kannst auf Premium upgraden, um alle Kurse freizuschalten, und aktuell können unsere Zuschauer 20% bei einem Jahresabo auf brilliant.org The Engineering Mindset sparen. Schau sie dir auf jeden Fall an.
Der Link ist unten. Hey, ich möchte unseren unglaublichen Patreon- und Kanalmitgliedern ein riesiges Dankeschön aussprechen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn du deinen Namen hier sehen möchtest, zusammen mit bevorzugtem Zugang zu unseren Inhalten und exklusivem Blick hinter die Kulissen, findest du unten den Link, wie du beitreten kannst.